Wir wissen, was wir können, wir wissen, wie gut wir Fußball spielen können. Ja, Wahnsinn, Stimmung. Ich wollte sofort meine Schuhe holen und mitspielen. Gute Möglichkeit, um das Finale zu erreichen. Ich glaube, wir spielen eine gute zweite Halbzeit und gewinnen das Ding. FC Bayern München gegen Real Madrid. Champions League Halbfinale daheim in der Allianz Arena. Mein Name ist Lukas und das ist der FC Bayern Vlog. Let's go! Ihr seht schon hinter mir, ich bin an der Sebener Straße am Trainingsgelände und in diesem Vlog seht ihr die komplette Vorbereitung auf das Hinspiel. Wir haben Mittwoch, also noch knapp eine Woche, bis es losgeht in der Arena. Wir sind dabei bei den Trainingseinheiten, bei unseren Produktionen, die wir haben rund um dieses Spiel und dann natürlich auch vor Ort im Stadion. Also alles dabei, bleibt dran, das wird gut. Trainingsplatz Sebener Straße. Hinter mir wird fleißig trainiert und wir schauen jetzt mal zum Torwarttraining mit Manuel Neuer. Gut, Manu! Klasse, Manu! Top, Manu! What? Jawohl! Ja! Gut! Gut, Ulle! Ja, gut. Super! Ja! Ja, Ulle! Ja! Ja! Gut, Ulle! Hallo! Und! Manu! So, Training läuft noch, jetzt wieder bei Sonnenschein, gerade noch Eisregen an der Sebener Straße, aber es kann noch ein gutes Zeichen sein. Für uns geht es weiter, wir haben nämlich noch einen anderen Termin, eine Champions League Produktion, ein Video, das wir auf unseren Kanälen veröffentlichen und ich zeige euch jetzt mal, wie die Produktion aussieht. Servus. Hi. Hallo. Servus. So, ihr dürft euch einmal auf die Couch setzen. Genau, passt. Wir würden euch noch einmal verkabeln. Wir starten mit einem Ranking von 10 Szenen aus der Vergangenheit Bayern gegen Real Madrid. Die Herausforderung dabei ist, dass ihr sozusagen euch dann bei jeder Szene entscheiden müsst, auf welchem Platz ihr von 1 bis 10 ihr den macht. Ich spiele es euch einmal ab. Signature Freistoß von Beckham, so wie man ihn eigentlich auch in Erinnerung hat. Ich glaube, der schlägt eigentlich perfekt ein und der Titan höchstpersönlich, wie man ihn in Erinnerung hat, mit einer Glanzparade. Schuhe sind zurückgekommen, wie man sieht. Ehrlich, schönes Übergreifen, weißt du? Ja. Eine Torwartkunst, wie man uns auskennt. Stimmt. Ja, komm doch mal, das ist ja super. Mach Guter mal Freistoß, eine die Mitte. Topparade, Die irgendwo in die Mitte rein. Oh, du machst auch die 6 hätte ich auch gesagt. 6 ist gut, dann können wir noch einen besser in die Mitte machen. Warum bist du zuversichtlich, dass es klappt nächste Woche? Was heißt zuversichtlich? Also wir sind immer zuversichtlich, wir wissen, was wir können, wir wissen, wie gut wir Fußball spielen können und das ist ein Champions League Halbfinale. Dafür braucht es eine außergewöhnliche Leistung, dafür braucht es jeden Einzelnen im Stadion, im Hinspiel und im Rückspiel und ja, wir freuen uns drauf und wir sind überzeugt, dass wir das alle gemeinsam schaffen können. Also du glaubst dran. Ja, sicher glaube ich dran. Ja. Das ist das Wichtigste. Super. Alles klar. So Leute, Teil 1 der Champions League Vorbereitung ist abgehakt. Jetzt erstmal voller Fokus auf die Bundesliga. Am Wochenende steht das Frankfurt-Spiel an. Da nochmal 3 Punkte klar machen. Und dann machen wir hier weiter am Montag mit der finalen Champions League Vorbereitung. Conny ist zuversichtlich, also sind wir es auch. Okay Leute, Generalprobe ist gelungen, Frankfurt geschlagen, jetzt voller Fokus auf Real Madrid. Der Tag vor dem Spiel nochmal Abschlusstraining an der Sebener Straße, da schauen wir gleich hin. Auch frei zugänglich für die Presse, 15 Minuten dürfen Sie zuschauen, nochmal letzte Eindrücke gewinnen. Wir übertragen das Training immer, ich zeige euch jetzt mal, wie so eine Übertragung abläuft. Finale
Pokalfinal-Hinspiel am morgigen Dienstagabend gegen Real Madrid. An meiner Seite eine Legende, ein Realexperte, Roy Mackay. Servus Roy. Hallo. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Wir sehen die ersten Akteure auf dem Platz. Roy, warum freut sich die ganze Fußballwelt auf dieses Duell? Ich glaube, die ganze Welt freut sich schon aufs Halbfinale Champions League und wenn dann auch noch zwei von diesen großen Vereinen gegeneinander spielen, dann freuen sie sich noch mehr. Hey, wie lief's? Grüß dich. Nicht schlecht. Bist du zuversichtlich für morgen? Ja, natürlich. Ich meine, ist doch schön. Ich meine, wenn die alle dabei sind und ihr Leistung abliefern wie gegen Arsenal, haben die eine gute Möglichkeit, um das Finale zu erreichen. So, die Medienvertreter wurden jetzt rausgeschickt nach der Viertelstunde. Jetzt geht es ins Geheimtraining, nochmal ein paar taktische Details. Wir schauen nochmal ganz kurz hin und dann lassen wir die Jungs mal in Ruhe noch ein bisschen was einstudieren. Ja! Gut, Mano, genau erreicht. Kein Tunnel ist. Komm, Harry! Ist okay? Stimmung ist top. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe ein gutes Gefühl. So Leute, jetzt wird's ernst. Wohnzimmer hinter mir, alle in Rot ist das Motto heute. Passend dazu habe ich mir auch noch mal was Rotes aus dem Schrank geholt. Also ich hoffe mal, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Jetzt schauen wir rein. Wir treffen Mr. Wembley, Arjen Robben. Und eine bessere Vorbereitung auf so ein Spiel gibt's nicht. Arjen müsste jeden Moment hier sein, aber jetzt haben wir noch mal Zeit, in die Kabine zu schauen. Die ist heute besonders hergerichtet und das müsst ihr sehen. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. So Leute, bevor Arjen hier ankommt, kommt jetzt erstmal die Mannschaft an. Und jetzt hört euch das im Hintergrund mal an. Jetzt ist Arjen angekommen, gerade bei Amazon Prime. Später sind wir dann also noch ein bisschen im Stadion unterwegs. Schauen wir mal beim Arbeiten. Arjen, sag mal, was macht dich zuversichtlich, dass es klappt heute? Tja, Du weißt es, du musst es wissen. ja, es kommt auf diese Kleinigkeiten an. Aber so sein. Du spielst natürlich gegen eine Mannschaft, die
die wissen genau, wie es geht. Und da, glaube ich, liegt nicht, da hast du keinen großen Unterschied von Erfahrung her. Ich meine, die haben sogar vielleicht noch mehr Erfahrung. Die haben natürlich die meisten Titel in der Champions League, aber ja, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl einfach und hoffentlich klappt's. Hättest du wieder Lust bekommen, jetzt wo du unten gestanden bist? Ja, ja, ich wollte sofort meine Schuhe holen und mitspielen, aber das geht leider nicht mehr. Was macht Real aus, was macht Bayern aus? Also warum denkst du, kann es Bayern schaffen heute? Ja, wie gesagt, das ist nicht, es kommt auf Kleinigkeiten an, Spiele, die den Unterschied machen können und ich glaube, andererseits musst du auch genau aufpassen, weil das sind beide Mannschaften sind auch gut in Konter. Also du kannst nicht einfach den Ball verlieren, weil dann marschieren die. Aber auf beide Seiten, also ja, das sind beide Seiten spannend. Ja, genau. Nein, erzähl mal, was machst du, wenn du jetzt, heute warst du Experte bei Amazon Prime? Ja. Hast du über das Spiel geredet, was treibst du sonst so die ganze Zeit? Ja, einfach die Zeit genießen mit Familie und das ist mir das Wichtigste jetzt. Ein bisschen mit Fußball beschäftigt, Trainerschein und aber vor allem Zeit mit Familie verbringen. Und Bayern schon noch im Herzen, oder? Ja, immer. Das bleibt immer. Halbzeitstand 0-1. Real hatte eine Chance und die haben sie eiskalt genutzt. Das ist aber die große Qualität. Jetzt müssen wir da sein in den zweiten 45 Minuten. Halbzeitpause nutze ich kurz, habe mir sagen lassen, dass ein Special Guest in der Allianz Arena ist. Dirk Nowitzki ist in der Haus. Dann schauen wir schnell hin. Dirk, wie gefällt dir das Trikot? Was sagst du? Wahnsinn. München, mein eigenes Trikot. Ich bin stolz drauf. Vielen Dank. Ja. Erzähl mal 3 Wörter zum Stadionerlebnis gerade. Wie ist es? Ja, Wahnsinn Stimmung. War natürlich das 1-0 ein bisschen bitter. Vorher haben wir echt super angefangen, ja, und gleich 3 Chancen gehabt. Aber ich hoffe, wir spielen eine gute zweite Halbzeit und gewinnen das Ding. So, perfekt. Danke, ja. So, die letzten Eindrücke aus der Arena. Erstmal durchatmen. 2-2. Ich glaube, es wäre durchaus ein bisschen mehr drin gewesen. Aber Leute, ganz ehrlich, es ist noch alles offen, es ist noch alles möglich. Dann machen wir es klar. In Madrid, die Jungs sind super drauf. Und das, was von heute bleibt, ist auf jeden Fall die Fanstimmung in der Arena. Was ihr abgerissen habt, wie das Team heute gepusht hat, das war unglaublich. Und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wir brauchen euch wieder zum Rückspiel. Und dann, Leute, machen wir in Madrid einen Haken dran.